Hallo Freunde der Werkstatt, ich habe ein neues Spielzeug und zwar diese Powerstation von Avery. Die passt perfekt in meinen VW-Bus rein. Sie ist günstig, extrem klein und leicht, hat aber trotzdem genug Power. Egal ob du mit dem Camper unterwegs bist, auf dem Boot, im Gartenhaus oder du zu Hause eine Notstromlösung suchst. Dieses Teil kann fast alles. Du kannst hier deine Kaffeemaschine einstecken, dein Handy, dein Laptop, Werkzeug, einen Kühlschrank und sogar dein PC läuft bei Stromausfall einfach weiter. Du kannst das Teil im Auto laden, über die Steckdose und sogar über ein Solarmodul. Ich zeige dir wie immer echte Tests. Was kann das Teil? Wo sind die Grenzen? Kurz, ehrlich und ohne irgendwelches Datenblattgelaber, direkt auf den Punkt und jetzt geht's los. Das hier ist die Avery Nomad 1800 Pro. Diese Powerstation liefert 1800 Watt Dauerleistung und hat eine Batteriekapazität von 1024 Wattstunden. Avery hat verschiedene Modelle im Sortiment, größere, kleinere, mehr Leistung oder mehr Kapazität. Das hier ist die mittlere Variante. Die Pro-Version kann man bis 5,1 Kilowattstunden erweitern und ist über eine App steuerbar. Hier auf der Vorderseite haben wir ein schön großes Display. Hier haben wir einen 12-Volt-Ausgang für den Zigarettenstecker und 2 Anschlüsse für Hohlstecker. Diese ganze Sektion könnt ihr über diesen Schalter ein- und ausschalten und es wird euch auch hier im Display angezeigt. Dann haben wir 2 USB-A-Anschlüsse und 2 USB-C-Anschlüsse von 20 bis 140 Watt. Das heißt, Schnellladen ist möglich. Ihr könnt sogar einen Laptop direkt anschließen. Und auch diese Sektion lässt sich separat ein- und ausschalten und wird ebenfalls im Display angezeigt. Hier haben wir noch eine eingebaute Lampe mit 3 Funktionen, Dauerlicht, SOS oder einfach Blinken. Der aktuelle Verbrauch wird einem schön hier im Display angezeigt. Auf der Rückseite haben wir die Wechselstromsteckdosen. Die lassen sich über diesen Schalter ein- und ausschalten. Es wird einem auch wieder im Display angezeigt. Unter dieser Klappe befinden sich die Eingänge. Wir können einmal über die Steckdose laden. Die Ladeleistung können wir mit diesem Schalter von 500 Watt auf 1000 Watt umschalten. Das würde bedeuten, die Powerstation ist in einer Stunde vollgeladen. Dann haben wir hier auf der linken Seite den Anschluss für ein Solarmodul oder wir können das Gerät auch direkt im Fahrzeug laden über einen Zigarettenstecker. Dann hier in der Mitte können wir noch Erweiterungsakkus anschließen, bis zu 4 Stück. Das kann übrigens nur die Pro-Version und könnten so theoretisch eine Batteriekapazität von 5,12 Kilowattstunden erhalten. Falls ihr im Netz mal eine Überspannung habt, könnt ihr mit diesem Schalter das Gerät resetten. Dann haben wir noch 4 eingebaute Lüfter, die im Betrieb übrigens kaum hörbar sind. So, jetzt haben wir genug gelabert. Erster Test, Kaffeemaschine. Jetzt ist die Maschine am Aufheizen. Wir können im Display den aktuellen Verbrauch sehen. Absolut kein Problem. Kaffeemaschine funktioniert. Test Nummer 2, Winkelschleifer. Test Nummer 3, die große Hilti. Auch hier absolut kein Problem. Schauen wir mal, wo die Grenzen sind. Ich schalte das Gerät ein, schalte die Steckdose ein. Hier im Display kann ich sehen, dass sie aktiviert ist. Nun den Heizlüfter mal auf die erste Stufe. Wir können hier schön den Verbrauch sehen. Und hier wird uns schön angezeigt, wie lange der Akku noch hält bei dieser Leistung. Dann schalte ich den Heizlüfter auf die zweite Stufe und schalte zusätzlich noch den Heißluftföhn dazu. Jawohl, jetzt haben wir eine Überlastung, das Gerät schaltet einfach ab. Jetzt wollte ich sehen, wie das Gerät mit hohen Einschaltströmen umgeht.
und mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, denn dieser Industriestaubsauger hat einen Anlaufstrom von über 22 Ampere. Das sind ca. 5 Kilowatt. Sehr beeindruckend, hätte ich echt nicht gedacht. Als nächstes testen wir den Solareingang und zwar mit einem 440 Watt Solarpanel. Das Kabel ist übrigens mitgeliefert. Im Moment laden wir mit 95 Watt. Es würde noch 3 Stunden gehen, bis der Akku voll ist. Dann kam aber doch noch die Sonne raus und das Ganze ging dann ein bisschen schneller vorwärts. Übrigens, ihr könnt dieses Gerät am Netz laden und über Solar. Dann hättet ihr eine theoretische Maximalladeleistung von 1,5 Kilowatt. Jetzt noch etwas Wichtiges. Ihr könnt damit nicht bidirektional laden. Das heißt, ihr könnt nicht Energie zurück ins Netz geben. Ihr könnt jedoch das Gerät gleichzeitig laden und entladen. Wenn ihr das Video bisher interessant fandet, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, das würde mich mega freuen. Und wenn euch solche Themen wie Balkonkraftwerke, Powerstations oder intelligente Solarsteuerung interessieren, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei, da gibt es immer wieder sehr interessante Videos. Noch ganz kurz zum Laden im Auto. Das Ganze läuft über ein 12-Volt-Kabel, das gehört übrigens nicht zum Standardlieferumfang. Die Ladung startet automatisch ab 12 Volt. Zwischen 12 und 15 Volt ist das Ganze auf 8 Ampere begrenzt, also ca. 100 Watt. Das bedeutet auch, wenn ihr den Akku komplett vollladen wollt, müsst ihr ungefähr 10 Stunden fahren. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Wichtig noch, unter 11,5 Volt stoppt die Ladung automatisch. Das ist relativ tief. Mein Auto zum Beispiel würde da schon gar nicht mehr starten. Deshalb mein Tipp, wenn ihr den Motor abschaltet, auch das Kabel abziehen oder ihr habt eine Steckdose im Auto, die automatisch über die Zündung ein- und ausgeschaltet werden kann. Was ich mir hier noch wünschen würde, dass man die Start- und Stoppspannung und den Ladestrom in der App selber einstellen kann. Das wäre perfekt. Jetzt schauen wir, was passiert bei einem Stromausfall. Ich habe hier mein komplettes Büro, Licht, Bildschirme, PC am Avery angeschlossen und der Avery ist im Netz eingesteckt. Jetzt trenne ich den Avery mal vom Netz. Jetzt sehen wir, Netz ist getrennt, kommt nichts mehr rein, arbeitet direkt über die Notstromsteckdose. PC-Bildschirm, Licht läuft alles noch, war nur ein ganz kleines Flackern, ganz schnell zu sehen. Also dieses Gerät schaltet auch ungefähr in 10 Millisekunden auf Notstromversorgung um. Genial. Kommen wir noch ganz schnell zu der App. Ihr könnt euch diese Bright EMS App installieren und könnt hier auf einen Blick so ziemlich alles sehen. Wirklich gut gemacht. Ihr könnt alle Ausgänge ein- und ausschalten, auch die Lampe. Habt hier noch Statistiken. Dann könnt ihr das Gepiepse ausschalten. Wenn ihr im Bett liegt, könnt ihr auch das komplette Gerät ausschalten. Um es wieder einzuschalten, müsst ihr dann das halt manuell machen. Dann können wir hier die untere Entladegrenze der Batterie einstellen und auch die obere. Dann können wir hier noch einen Zeitplan erstellen für geplantes Laden oder hier noch die Stromstärke für die DC-Eingänge einstellen. Dann können wir hier noch ein Timeout für das Display einschalten oder diverse Standby-Zeiten für unsere Ausgänge. Die App finde ich wirklich gut gelungen, ist vor allem auch hilfreich, wenn man irgendwo im Wohnmobil unterwegs ist und das Gerät irgendwo in einem Schrank platziert hat. Dann muss man nicht immer manuell die Knöpfe drücken. So Freunde, kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe das Gerät gratis bekommen, werde aber nicht bezahlt dafür. Ich finde, das Gerät ist wirklich geil. Für mich hat es die perfekte Größe, klein, handlich und vor allem leicht.
Die Zusatzmodule wären mir persönlich zu teuer, also überlegt vorher, ob ihr vielleicht nicht eine größere Powerstation wollt mit ein bisschen mehr Kapazität. Mir reicht das durchaus, denn ich kann ja jederzeit das Gerät über diverseste Eingänge wieder laden. Und wenn ich überlege, ich könnte 2 Stunden mit dem Winkelschleifer damit rumhantieren oder mir irgendwie 100 Kaffees rauslassen, das reicht allemal für mich. Das Gerät funktioniert tadellos, hat jede Menge Features. Ich war auch extrem überrascht mit dem Einschaltstrom, dass die das handeln konnte. Also ich kann das Gerät wirklich empfehlen. Wenn ihr es kaufen wollt, es hat noch einen Link hier unten in der Beschreibung, da kriegt ihr noch einen Rabatt. Wenn das Video für euch hilfreich war, Daumen hoch, das ist meine Bezahlung. Schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei, wenn euch solche Themen interessieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.